Das ist Hilde Altmann, geborene Stock. Aufgewachsen in Pulheim-Stommeln. Vor den Nazis 1939 nach England geflohen. Und das ist ihr Sohn Peter Altmann. Das ist meine Mutter und das ist ihre Schwester. Und da ist die Windmühle. Ich habe Hans und Bertha leider nie kennengelernt. Hilde ist die einzige von 3 Geschwistern, die überlebt. Ihre Kinder Peter und Vivian sind mit ihren Familien aus London angereist, um die Stolpersteine für Familie Stock zu besuchen und um mehr über damals zu erfahren. Leider haben wir nie über ihr früheres Leben gesprochen. Die meisten Dinge, die ich über das Leben meiner Eltern in Deutschland gelernt habe, habe ich lange nach ihrem Tod herausgefunden. Geblieben sind Catherine viele schöne Erinnerungen an ihre Großmutter Hilde. Wir haben immer viele Familienausflüge gemacht, waren im Zoo und hatten immer eine Menge Spaß mit ihr. Sie war sehr unterstützend, sehr liebend, einfach umwerfend. Mitte März wurden die Stolpersteine verlegt. Zu verdanken ist das den Schülerinnen und Schülern des Geschwister-Scholl-Gymnasiums. Sie haben sich ein Jahr lang mit der jüdischen Geschichte in Pulheim und besonders mit der Familie Stock beschäftigt. Was mich überrascht hat, war erstmal, dass es hier sowieso eine jüdische Gemeinde gab. Ich bin hier aufgewachsen, ich bin 18 Jahre alt und bis dieser Projektkurs gestartet hat, wusste ich das nicht. Deswegen finde ich das auch unfassbar wichtig, dass diese Stolpersteine da jetzt liegen. Bis zur Verlegung der Stolpersteine war es allerdings ein weiter Weg. Der Projektkurs stellte einen Antrag bei der Stadt. Auch wenn es im Endeffekt jetzt einstimmig war, die Entscheidung, war es das erstmal absolut nicht. Das Mal, als wir da waren, war eigentlich geprägt von viel Widerspruch, viel Reinreden. Aber sie ließen sich nicht abwimmeln, obwohl oder gerade weil seit über 20 Jahren immer wieder Anträge abgelehnt wurden. Und dass das jetzt der Projektkurs geschafft hat, macht mich wahnsinnig stolz. Der Stolpersteinkünstler Gunter Demnig kennt die Gegenargumente, etwa, dass man die Menschen mit Füßen tritt. Dabei sind die Steine für ihn ein Anlass, den Kopf zu neigen. Wir freuen uns über jeden einzelnen Stein, der dazukommt, der neu dazukommt, jeden Ort, der dazukommt, jedes Land, was dazukommt. Vor fast 30 Jahren hat er den ersten Stolperstein verlegt und niemals damit gerechnet, dass in diesem Jahr der 90.000. folgen wird. Für mich ist ein ganz wichtiger Aspekt die Jugendlichen, die Interesse daran haben und die, denke ich, über die Stolpersteine näher an dieses Thema herangeführt werden, weil da kommt oft die Frage auf, wie konnte das im Land der Dichter und Denker überhaupt passieren? Und sowas darf nie wieder passieren. Ihnen ist es aber nicht nur gelungen, dass Stommeln die ersten Stolpersteine bekommt. Sie waren es auch, die die Familie in London gefunden und kontaktiert haben. Tatsächlich hat Peter Altmann in London sich wahnsinnig gefreut. Also er hat uns direkt Fotos geschickt von den Steinen der anderen Familienseite, die in Bautzen schon Steine gelegt bekommen haben und hat uns seine volle Unterstützung zugesagt. Und so kommt es heute zum Besuch der Familie. Und später am Tag entsteht ein Familienfoto vor der Windmühle. Genau dort, wo Hilde und ihre Schwester Bertha einmal gestanden haben. Ich nehme viele Fotos und emotionale Erinnerungen mit nach Hause. Danke an die Schülerinnen und Schüler, die das möglich gemacht haben. Jetzt liegen die ersten Stolpersteine in Stommeln. Und vielleicht kommen noch weitere dazu.